Ich mag es, mich durchzusetzen und diese Herausforderung anzunehmen. Ich begrüße ganz herzlich im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zum Feiertagsmagazin. Heute ist ein ganz besonderes Feiertagsmagazin, weil ich habe einen Gast, der zum ersten Mal bei mir ist. Premiere, und da freue ich mich riesig drüber. Herzlich willkommen, Mo Dahut. Mo, hi. Vielen Dank. Ich freue mich auch. Es ist mir eine Ehre, mit dir hier ein Interview zu führen. Weil Feiertagsmagazin, das wird richtig schön mit uns beiden. Ja, Mo, die Saison, die ist noch relativ jung. Jetzt kommt der 8. Spieltag. Aber man könnte sagen, du bist einer der Gewinner des Kaders des BVB. Würdest du mir dazu stimmen? Ich sehe es nicht so. Die Saison ist noch lang. Man hat noch einige Ziele vor sich. Es ist schön, dass wir jedes Mal rotieren in der Mannschaft und dass es auch jetzt zur Zeit so gut klappt. Da freue ich mich sehr. Ja. Aber du hast Riesenspiele gemacht, das muss man schon sagen. Ja, aber es ist noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ja, okay, aber so kennen wir dich ja, ehrgeizig, so wollen wir dich auch sehen. Mo, da ist jetzt die 4. Saison für dich bei unserem geliebten BVB. Mit welchen Gefühlen blickst du zurück? Nach einem guten ersten Jahr hast du es ja immer mal schwer gehabt, auch in die Mannschaft zu kommen. Woran hat es gelegen? Ja, das stimmt. Es ist nicht immer einfach, wenn man neu in einem Verein reinkommt. Es ist immer schwer und der Konkurrenzkampf hört hier nicht auf. Und das mag ich und das reizt mich hier beim BVB, dass es so ist und so lebt. Ja, und ich könnte es mir auch nicht vorstellen, irgendwo anders zu spielen jetzt. Ich fühle mich sehr wohl hier und ich mag es, mich durchzusetzen und diese Herausforderung anzunehmen. Was ist eigentlich deine Lieblingsposition auf dem Platz? Bist du lieber der Typ, der das Spiel gerne vor sich hat, also ein bisschen dahinter spielt, oder bist du einer, der gerne vorne mit drin ist und dem Angriff deinen Stempel aufdrückst? Also meine Lieblingsposition ist eher dazwischen, zwischen 8 und also 6 und 8, ja. Das macht dir Spaß? Ja, das macht mir sehr Spaß. Tore schießen ist auch was Schönes, ne? Ich mag das Spiel schon auf mich aufzuziehen. Mo hat sehr, sehr viele Facetten, aber alle, die beim BVB arbeiten, wissen, er ist ein toller Fußballer und abseits des Platzes ist es ein Kerl, wo du nie weißt, was als nächstes passiert. Er spielt mit Spaß. Was ein Ball. Und mit viel Gefühl. Seit Oktober ist er A-Nationalspieler. Aber wie tickt Mo Dahut, wenn die Kameras aus sind? Also Mo ist ein sehr liebevoller Mensch, der es immer gut meint, auch wenn es manchmal nicht so rüberkommt. Mach die Kamera aus jetzt. Mach die Kamera aus. Ja, er ist ein lieber Mensch. Er ist einfach einer, der sich nicht stillhalten kann, wie so ein kleiner Duracell-Hase. Bei Mo Dahut geht der Akku einfach nicht alle. Vielleicht ja auch, weil er selbst noch viel mehr solcher Momente erleben will. Deshalb spielt er einfach immer weiter und weiter. Mit Spaß dabei. Reicht, ne? So, reicht. Mo, wie so ein kleiner Duracell-Hase, das hat Roman Bürki gesagt. Stimmt das? Ja, also Joa. ja, ich bin schon oft sehr, was heißt aufgedreht, ja, ich mag schon sehr, Aber sehr bei gerne. Duracell aufgedreht, das passt. Das ist perfekt. Wir haben das ja alle vor Augen, wie das Duracell-Häschen immer weiter. So bist du ja. Ja. Ja, ich mag das, auch wenn ich jetzt zum Beispiel den Ball vor mir habe, dann kann ich nicht stillstehen, sondern ich muss den irgendwie fühlen, ja. Wir haben es ja auch eben im Beitrag gesehen. Irgendwas musst du immer machen, auch wenn es ein bisschen Das Blödsinn stimmt. ist. Aber deshalb mögen wir dich ja auch alle. Ja, jetzt kommen wir zu einem, der war im Beitrag noch nicht zu sehen. Aber wir müssen unbedingt über Gio Reyna sprechen. Weil, hört, da freuen wir uns alle drüber, er hat seinen Vertrag langfristig bei Borussia Dortmund verlängert. Das ist sicherlich ein Feiertag für alle Schwarz-Gelben. Und ich bin mir sicher, ihr findet den Kerl auch super. Und Gio hat eben verstanden, er gehört einfach hierhin.
I just think the opportunity that they give to young players is, I think, one of the things that stands out for myself and all the other young players. And also, obviously, it's a huge club that, you know, has ambitions to win titles and play in the biggest competition. So, yeah, it really offers everything that a young player could want. And yeah, it's part of the reason why I'm here, and I'm happy to be here. Mo, Gio ist erst 18 Jahre alt oder beziehungsweise erst gerade 18 Jahre alt geworden. Sag doch mal, wie wichtig ist der denn schon für die Mannschaft? Der ist schon ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Auch wenn er jetzt so jung ist, hat er schon seine Qualitäten bewiesen in der Mannschaft, in den Spielen. Ja, und der ist schon sehr geschätzt und es freut mich sehr, dass er auch hier seinen Vertrag verlängert hat. Aber es ist schon erstaunlich, wie gut die Jungs in ganz frühen Jahren schon sind, oder? Das stimmt. Das sieht man auch bei Jude Bellingham. Auch, dass der auch schon sehr weit ist für sein Alter. Wie der in Zweikampf geht. Oh. Das stimmt. Ja. So, lass uns jetzt mal zum Spiel in Berlin kommen. Da spielen wir ja morgen gegen. Die sind aktuell 12. in der Tabelle und haben noch kein Heimspiel in dieser Saison gewonnen. Überrascht dich das? Das ist schon man darf das Spiel jetzt nicht unterschätzen. Es ist schon eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft zu spielen. Die haben auswärts gegen Augsburg gewonnen, da wo wir jetzt nicht so gut gespielt haben. Auch jetzt gegen Hertha wird es ein sehr unangenehmes Spiel werden, ja. Und das waren immer so komische Spiele. Oh, da wurden immer so mit so kleinen Nickeligkeiten gearbeitet. Ne? Das hat ja kein Fußballer gerne. Ja, das ist ihre Waffe, du hast recht. Ja, das stimmt. Ihr habt in der Liga 5 von 7 Partien kein Gegentor bekommen und damit die zweitbeste Abwehr der Liga. Woran liegt das deiner Meinung nach? Ja, als Mannschaft arbeiten wir alle zusammen und auch die Offensiven sind sehr, sehr stark dabei, defensiv zu arbeiten und das ist sehr wichtig. Wir haben übrigens bei keiner Mannschaft so oft zu 0 gespielt wie bei Hertha, nämlich 12 Mal. Ich bin deshalb mal vorsichtig optimistisch. Da geht was. Wir gewinnen vielleicht? So Mo, jetzt geht es in den Zweikampf. Dir ist erklärt worden, um was es dort geht. Du hast ja die Kategorien schon vor dir liegen. Aber als erstes gibt es mal die Auflösung der Vorwoche. Wir schauen nach, wie das bei den Bayern ausgeschaut hat. Ja, das war nichts für Emre und für mich. Wir gehen tatsächlich beide leer aus. Nur für mehr Ballbesitz hätte es Punkte gegeben. Der Zwischenstand bleibt also 22:18 für meine Gäste. Also ich liege immer noch hinten. Und hier ist die Spielwand zur Partie bei der Hertha. Mo, du bist mein Gast und da ich ein freundlicher Mensch bin, wie du mich kennst, lasse ich dir den Vortritt. Du kannst dir das erste Feld aussuchen. Was glaubst du von den 9 angegebenen Sachen? Spiel, Nobby ist bei jedem BVB-Tor im Netradio live drauf. Das glaubst du? Und dann drücke ich mir die Daumen. Das ist immer so. Ich hoffe immer, dass ich das Tor mache. Aber zum Glück teilen der Boris und ich uns das schon seit über 21 Jahren. Also, ich würde mal sagen, ich tippe auf jeden Fall auf einen Auswärtssieg für den BVB. Das wolltest du auch nehmen. Jetzt bist du wieder dran. Ich sag Statistik, weiße Weste bei Hertha. Weiße Weste bei Hertha, okay. Ich sag jetzt einfach Torschütze Mo Dahoud. Ich möchte dich ein klein wenig unter Druck setzen, Mo. Ja. Jetzt du mit deinem letzten. Halbzeitführung für den BVB. Okay. Und dann Darf ich das nochmal nehmen? Ja, das ist okay. Ja, ne? Klar. Okay. Und ich sage, nee, mehr als 120 Kilometer laufen wir nicht. Oh. Das ist ziemlich viel. Ach, weißt du was, das nehme ich. Das BVB-Team läuft mehr als 120 Kilometer. Also, ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Auflösung gibt es nächste Woche. Also, du weißt, an was du denkst, wenn du dann das Tor in Berlin schießt, ne? Auf jeden Fall.
Nobby. Also, mir ist aufgefallen, dass du zur Nationalmannschaft neulich mit einer BVB-Tüte gegangen bist. Wir blenden das Foto jetzt mal ein. Und du bist nicht der Einzige. Erling Haaland hat eine schwarz-gelbe Tüte mit nach Norwegen genommen, Marco Reus und Julian Brandt auch. Gibt es denn so viele BVB-Fans in der Nationalmannschaft, denen ihr ein Trikot mitbringen müsst? Oder was war da drin? Alte Unterwäsche? Da waren meine Fußballschuhe drin. In der BVB-Tüte? In der BVB-Tüte. Und bei den anderen? Weißt du? Ich denke, ich weiß es wirklich nicht, aber ich glaube auch jetzt, dass da Schienbeinschoner oder Fußballschuhe drin waren. Aber so weit geht die Liebe, dass man dann einfach die schwarz-gelbe Tüte mitnimmt, ne? Auf jeden Fall, überall. Super. Ein echter Borusse. Schön, Mo. Ja, wir drücken den Jungs natürlich alle Daumen. Das Spiel wird natürlich bei DAZN zu sehen sein. Aber es gibt natürlich auch das objektivste Radio der Welt. Boris und ich werden live dabei sein. Mo, bleib bitte gesund. Bleib lange beim BVB. Schieß morgen ein Tor. Das ist wirklich sehr wichtig für die Mannschaft. Morgen wichtiger denn je. Das weißt du. Es wird mir ja auch 3 Punkte bringen. Das wäre schön. Also, schön, dass du dabei warst. Vielen Dank dafür. Dankeschön auch. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss, macht's gut. Der Nobby und der Mo.